Hallo zusammen, heute gibt es wieder zwei Welten. Mönchengladbach gegen Lissabon. Auf der einen Seite deutsches Grau, Alltag, Regen, vertraute Straßen. Auf der anderen Seite portugiesische Sonne, Atlantik, Cafés, Hügel, Straßenbahn und dieses besondere Lissabon-Gefühl. Klingt erstmal eindeutig. Wer würde nicht lieber in Lissabon sitzen mit Blick auf den Tejo, statt durch graue Straßen in Mönchengladbach zu laufen? Aber genau hier beginnt die Realität. Denn Leben im Ausland ist nicht nur Gefühl, es ist auch Budget, Miete, Alltag, Wohnungssuche und die Frage, kann ich mir dieses schöne Leben überhaupt dauerhaft leisten? Mönchengladbach ist vielleicht nicht so glamourös wie Lissabon, aber Mönchengladbach hat einen Vorteil. Es ist im Vergleich noch relativ bezahlbar. Die Durchschnittsmieten liegen 2026 ungefähr im Bereich von 9 bis 10 Euro pro Quadratmeter. Natürlich gibt es Unterschiede je nach Stadtteil. Aber im Vergleich zu vielen großen Städten bleibt Gladbach noch überschaubar. Lissabon dagegen ist längst kein günstiger Geheimtipp mehr. Die Stadt ist wunderschön, aber sie ist auch teuer geworden. Für Einheimische, für Studenten, für junge Menschen und auch für digitale Nomaden. Viele kamen wegen Sonne, Lebensqualität und günstigerem Leben. Doch je mehr Menschen kommen, desto stärker steigen die Preise. Genau das ist der Konflikt. Der Traum vom Nomadenleben lebt von Freiheit, aber steigende Mieten bedrohen genau diese Freiheit. Wenn die Wohnung den größten Teil des Einkommens frisst, bleibt vom schönen Lebensgefühl nicht mehr viel übrig. Dann sitzt man zwar in der Sonne, aber innerlich rechnet man jeden Euro nach. Das ist keine Freiheit. Das ist nur ein schöneres Hintergrundbild für denselben Druck. Natürlich bietet Lissabon viel. Internationale Atmosphäre, Kultur, Meer in der Nähe, gutes Essen, viele Menschen aus aller Welt. Für kreative Menschen und digitale Nomaden kann das inspirierend sein. Aber man muss ehrlich sein. Lissabon ist heute eher ein Premium-Ziel als ein günstiger Rückzugsort. Wer mit kleinem Budget unterwegs ist, muss gut planen. Vielleicht nicht direkt ins Zentrum, vielleicht nicht im Sommer, vielleicht eher Randlagen oder kleinere Städte in Portugal. Mönchengladbach dagegen bietet weniger Romantik, aber mehr Bodenhaftung. Man kennt die Wege, man hat Struktur, man zahlt weniger. Und manchmal ist genau das die Grundlage, um etwas aufzubauen. YouTube, Bücher, ein neues Leben, Online-Arbeit. Vielleicht ist das die eigentliche Lehre aus diesen zwei Welten. Sonne allein macht nicht frei und Grau allein macht nicht unglücklich. Freiheit entsteht dort, wo Einnahmen, Kosten und innerer Frieden zusammenpassen. Für manche ist das Lissabon, für andere ist das Mönchengladbach. Und für viele liegt die Wahrheit vielleicht dazwischen. In Deutschland aufbauen, in Portugal auftanken. Und erst dann entscheiden, ob der Traum wirklich tragfähig ist. Mein Fazit: Lissabon bleibt wunderschön, aber teuer. Mönchengladbach bleibt bodenständig, aber bezahlbarer. Der kluge digitale Nomade fragt deshalb nicht, wo sieht mein Leben schöner aus, sondern wo kann ich mein Leben wirklich frei finanzieren?